Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Gestern habe ich mir ein paar Gräser gesammelt und damit habe ich vor, eine Sommerdeko zu erstellen. Als Basis wird mir diese Holzlatte dienen und die hat jetzt in meinem Fall eine Länge von ca. 42 cm. Die Breite beträgt ca. 6 cm und die Höhe in etwa 3 cm. Ja, und ich werde jetzt als erstes mal damit beginnen und mit der Heißklebepistole diese Reagenzgläser befestigen. Ich mache das dann immer im Abstand von ca. 7 cm. Ich werde jetzt 5 Reagenzgläser verwenden und in meinem Fall haben sie eine Länge von 14 cm und der Durchmesser hier oben beträgt 2 cm. Ja, und wie bereits schon erwähnt, werden die jetzt mit der Heißklebepistole an der Holzlatte befestigt werden. Was wollte ich noch sagen? Man muss die jetzt auch eine Zeit lang festhalten, bis der Kleber dann dementsprechend fest geworden ist. Das dauert jetzt hier eine Weile, bis ich damit fertig bin. Und ich werde das jetzt auch so gerade wie möglich hier einarbeiten. Und ich achte auch darauf, dass die Abstände hier so in etwa gleichmäßig sind. Zumindest was hier die seitlichen Bereiche angeht. Und ja, dann halte ich jetzt mal noch ein bisschen fest. Also ich muss jetzt echt zugeben, bei der Wärme dauert es wirklich eine Weile, bis der Heißkleber getrocknet ist. Naja, jedenfalls kommt jetzt eine 2 Meter lange Drahtlichterkette hinzu und die wird jetzt einfach nur um meine Reagenzgläser drumherum gelegt werden. Ich hatte erst überlegt, ob ich die auch stellenweise mit der Heißklebepistole befestigen werde. Allerdings, wenn ich das Projekt irgendwann mal wieder abbaue, wäre das ein bisschen mühsam, diese Drahtlichterkette von dem Heißkleber zu entfernen. Deswegen einfach nur so geschmeidig, locker flockig hier so drumherum legen. Und die könnt ihr euch ja dann im Laufe des Prozesses immer hier noch so zurecht biegen oder zurechtlegen. Den Anfang meiner Drahtlichterkette habe ich jetzt etwas verzwirbelt, dann sitzt das nochmal besser an dem Reagenzglas. Ja, und jetzt kommt der friemelige Teil. Aber ich muss mir jetzt auch als erstes meine Gräser mal sortieren. Ihr werdet gleich sehen, warum. Das dauert hier einen kleinen Moment. Meine Gräser habe ich mir jetzt soweit sortiert und im nächsten Schritt halte ich sie an mein Reagenzglas an, um halt zu entscheiden, auf welcher Länge ich sie abschneide. Ich mache aber jetzt erstmal ein bisschen Reserve. Sicher ist sicher. Mal eben gucken. Ja, in meinem Fall passt das schon mal soweit. Und dieses kleine Bund mit den Gräsern wird jetzt auch mit der Heißklebepistole befestigt werden. Was wollte ich jetzt sagen? Bevor ihr das macht, auch sicherheitshalber mal die Lichterkette überprüfen. Und was ich jetzt eigentlich hätte auch schon machen sollen, hier Wasser einfüllen. Mache ich mal gleich im Zeitraffer-Modus. Kann man auch hinterher machen, ne? Aber ist schon ganz sinnvoll, das jetzt schon zu machen. Ich warte allerdings jetzt mal einen Moment, bis der Heißkleber schon so eine weißliche Farbe annimmt. Ja, ich bin ein bisschen ungeduldig, ich gebe es ja zu. Und das mache ich jetzt hier mit dem Heißkleber komplett entlang. Den Rand von dem Holzbrett lasse ich ein bisschen frei oder von der Holzlatte. Auch diesen Bereich hier lasse ich frei, aber ich will hier komplett mit diesen Gräsern entlang gehen und mache mir dann immer so kleine Bund von Gräsern zurecht. Halte hier an, schneide sie dementsprechend ein und dann mit der Heißklebepistole befestigen. Müsst ihr jetzt eigentlich mal auf die Uhr gucken, wie lange das wohl dauern wird. Ich darf das Ganze nur nicht zu extrem dicht machen, weil man soll ja auch nachher noch die Lichterkette sehen. Im Winter würde der Heißkleber jetzt wahrscheinlich auch deutlich schneller trocknen. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich die hier einfach an die Gläser dran wickel, aber möchte ich jetzt nicht. Ich finde das so irgendwie noch mal cooler. Ja, bleibt schon von alleine stehen. Ach, eine Sache ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Hier an dem Außenbereich, da werde ich die Gräser gleich kürzer schneiden als an diesem Innenbereich. Ich denke, das sieht dann noch mal besser aus.
Ich habe mich jetzt gerade dazu entschlossen, hier keine zweite Reihe mit den Gräsern einzuarbeiten. Ja, und dann werde ich jetzt mal meinen Arbeitstisch aufräumen und für euch geht es ja jetzt direkt weiter. Man kann ja jetzt überall noch den Heißkleber sehen und ich habe mir jetzt gedacht, dass ich das hier alles mit Serviettenkleber bepinseln werde und dann streue ich Spiegelsand auf den Serviettenkleber. Deswegen ist da jetzt auch dieses Backpapier drunter, damit ich den überschüssigen Spiegelsand ja nachher wieder in die Verpackung da einfüllen kann. Dann mache ich das jetzt auch relativ großzügig und wie gesagt, dann einfach diesen Spiegelsand da drauf streuen. Ich finde das jetzt auch nicht schlimm, wenn ich hier auch was erwischen sollte mit dem Servietten. Habe ich jetzt Heißkleber gesagt? Nein, ist jetzt jedenfalls Serviettenkleber. Und ich denke, das könnte dann ganz cool aussehen. So, mal eben was nehmen. Kipp mir das hier einfach mal zur Seite und streue das da einfach mal so drauf. Stellenweise werde ich das hier auch ein bisschen auseinandernehmen, damit ich hier im Inneren auch etwas ja, von dem Spiegelsand einarbeiten kann. Mein Serviettenkleber ist zwar noch am Trocknen, aber in der Zeit werde ich schon mal meine Wiesenblumen einarbeiten. Ich muss die jetzt auch noch zurechtschneiden und alternativ könnt ihr aber auch genauso gut Trockenblumen verwenden. Ich glaube, mein Projekt ist ganz cool geworden und noch mehr werde ich da jetzt nicht dran arbeiten. Mit der Zeit werden die Ziergräser natürlich eintrocknen. Ich persönlich finde aber, die sehen dann noch genauso schön aus. Ja, und die Blumen, die kann man ja jederzeit austauschen. Ja, und die ganzen benötigten Materialien für dieses Projekt findet ihr auch wie üblich in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!